Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge der Parts Specialist. In den letzten Videos haben wir uns immer mit dem Truck beschäftigt. Jetzt wollen wir uns aber mal mit dem Auflieger beschäftigen, denn auch dafür bietet DT Spare Parts ein Komplettsortiment an. Genau, ich habe hier schon mal die Bremswerte von dem Auflieger. Hier kannst du schon mal sehen, zweite Achse rechts, Federspeicher, Bremszylinder. Ja, überhaupt keine vernünftigen Werte. Ne, die Feststellbremse ist ja auch, wenn die Feststellbremse nicht funktioniert, die Bremswerte sind auch abweichend. Und eben hat er noch im LKW ein Problem mit dem ABS angezeigt. Okay. Da müssen wir vielleicht auch mal nachgucken. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal die zweite Achse, das Rad runter und gucken einfach mal, was da los ist. Genau. Dann lass mal anfangen. Jo. Kevin, kannst du mir mal den Bock herbringen? Jo! Das ist ganz wichtig, um die Achse abzusichern, falls der Wagenheber mal Druck verlieren sollte, etc. Muss immer eine mechanische Sicherung da sein. So. Wir simulieren jetzt das Zugfahrzeug. Den passenden Eingangsdruck habe ich im Druckminderer eingegeben. Wie man jetzt hört, füllt sich der Kreis, die Luftkessel werden gefüllt und dadurch können wir gleich die Bremse zurückstellen. Oh, das sieht hier gar nicht gut aus. Die Bremsscheibe, das Tragbild sieht hier nicht gut aus. Hinten der Reppsatz für die Bremszange müsste auch neu, weil hier die Manschette schon eingelaufen ist oder kaputt ist. Vorne habe ich schon gemerkt, das Radlager läuft auch nicht mehr ganz rund. Haben wir die Sachen alle da? Die Bremsscheibe haben wir da. Den Reppsatz für den Bremssattel haben wir auch da. So wie das Radlager ist auch da. Übrigens, natürlich bietet das Trailer-Komplettsortiment von DT Spare Parts nicht nur Teile zum Bremssystem, sondern über 1800 weitere Artikel. Darunter natürlich Universalteile wie Seitenmarkierungsleuchten, Warnmarkierungen, Anschlagspuffer und vieles mehr. Gut, okay, wegen dem ABS-Problem, was wir haben, gucken wir gleich mal, wenn wir das auseinandergebaut haben. Dann lassen wir keine Zeit verlieren und anfangen. So, da wir den Federspeicher Bremszylinder gleich ausbauen möchten, müssen wir die Druckleitung ja abklemmen. In dem Fall ist es so, dass wenn kein Druck mehr auf dem Federspeicher anliegt, dass die Bremse automatisch betätigt wird. Das wollen wir verhindern. So müssen wir mit dieser Schraube den Federspeicher, also die Feder hinten auf Spannung ziehen. So wird verhindert, dass die Bremse eingreifen kann. Als kleiner Tipp, wenn ihr einen Pannenfall habt, könnt ihr euch auch kurzzeitig so behelfen, um das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich zu bekommen. Aber nicht zu lange fahren, nur aus dem Gefahrenbereich. Ganz wichtig. Hier sieht man schon mal einen Fettaustritt. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall die Radnabe auch mit neu machen. Die Bremsscheibe hat hier das Tragbild, ist total schlecht. Man sieht hier auch schon an der Kante, dass es eingelaufen ist. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, bitte einmal das Maß nehmen und dann mit den Herstellervorgaben vergleichen, ob die erneuert werden muss. Hier ist Rost dran am ABS-Ring. Das ist auch nicht optimal. Ja, der ABS-Sensor sitzt auch fest. Hier vorne sieht man schon Verschleißspuren, man kriegt ihn überhaupt nicht mehr bewegt. Der ABS-Sensor muss immer gängig sein, damit er sich immer bewegen kann. Ich würde sagen, den machen wir neu. Neue Buchse rein. Neue Bremsscheibe, neue Radnabe. Und bei Bremszange gucken wir gleich mal, ob der Reppsatz überhaupt noch notwendig ist oder ob die ganze Zange neu muss. Den würde ich sagen, gucken wir mal nach. Vor uns haben wir die Bremszange liegen. Hier sieht man, dass die Manschette eingerissen ist. Dadurch ist Korrosion und Dreck an der Führung, wodurch eine Schwergängigkeit entsteht. Hier haben wir noch eine zweite Führung, hier oben. Und ja, da sollte man auch einmal hier diese Manschette kontrollieren, ob sie beschädigt ist. Die scheint noch in Ordnung zu sein, aber die bauen wir auf jeden Fall mit aus. Wir machen die beiden Führungen neu. Wir hatten auch die Möglichkeit, den kompletten Bremsträger neu zu machen oder die Bremszange.
Aber in dem Fall haben wir uns für die preisgünstige Alternative, den Repsatz, entschieden. So, die Radnabe haben wir fertig. Radlagereinheit, Bremsscheibe, Radnabe, neue Bolzen. Die können wir jetzt soweit anbauen, aber wir schauen erstmal, was Lars so macht. So Lars, wie sieht's aus? Die Radnabe drüben habe ich fertig. Ja, sieht ganz gut aus. Wie du siehst, habe ich die alten Buchsen schon ausgebaut. Ich habe die auch schon gereinigt, die Montageflächen. Ja, die alte Buchse, wie vermutet. Wie man hier sieht, ist da überall schon Rost dran, die hat sich eingearbeitet. Dadurch sind halt die Funktionsstörungen auch entstanden. Gut, dass wir die neu gemacht haben oder gut, dass wir die neu machen. Hier ist es wichtig bei Bremszange, dass diese Montageflächen hier gesäubert werden, bevor die neuen Buchsen montiert werden. Weil sonst könnten Montageprobleme entstehen und es könnten auch Funktionsstörungen im Nachgang entstehen durch zu viel Spannung. Das bedeutet, wenn die auf dem Tisch liegt, dann kann es sein, dass man die noch hin und her bewegen kann, aber unter Druck kann es sein, dass sie verkantet und das soll natürlich nicht so sein. Ja, ich baue die jetzt wieder zusammen und dann ist Kevin ja wahrscheinlich da. Wo ist Kevin denn hin? Kevin? Ja, ich bin schon wieder beim ABS-Sensor. Okay, den neuen ABS-Sensor bauen wir jetzt ein. Der alte war fest. Mit dabei ist eine neue Hülse und Fett. Wichtig ist, wenn ihr das alles macht, macht es vernünftig sauber. Ja? Damit die neue Hülse vernünftig reinpasst, genauso wie nachher Fett um ABS-Sensor schmieren, damit er gängig ist. Es gibt aber auch manchmal Probleme beim ABS-Sensor. Das ist natürlich am Kabel, wenn es nicht richtig verlegt wurde, dass da Scheuerstellen sind und dadurch ein Mangel herrscht. Oder dadurch, dass hier im Stecker, hier ist eine Verbindung drin, da unten, ja, wenn das nicht richtig zusammengeführt ist, beziehungsweise falsch rum zusammengesteckt ist, kann dadurch auch ein Fehler hervorrufen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, überprüft an den verschiedenen ABS-Sensoren am Fahrzeug die Widerstandswerte, weil dann findet ihr wirklich raus, ob der defekt ist oder nicht. Und wenn ihr sonstige Fragen dazu habt, wendet euch an unseren Helpdesk. Ja, und bevor ich den einbaue, würde ich sagen, zeigen wir euch noch eben, wie wir im Rahmen des DTQS diesen prüfen. So, wie ihr seht, haben wir alles wieder zusammengebaut. Auch der Federspeicher-Bremszylinder sitzt wieder in seiner ordnungsgemäßen Position. Da noch ein, zwei Tipps. Hier sind Verschlussstopfen für die Entlüftung vorhanden. Da muss der untere entfernt werden, damit das Wasser, das Kondenswasser, ablaufen kann. Bitte nicht die oberen entfernen, weil dann kann Wasser eintreten und das kann dann zu Rostbildung im Inneren führen und zu Wassereintrag. Ein weiterer Tipp, dieser Notlösestift muss am Artikel befestigt werden. Wir haben vorhin ja schon mal darüber gesprochen, dass im Pannenfall dieser benötigt wird, um den Federspeicher zurückzudrücken. Das bedeutet, wenn der nicht vorhanden ist, kann es schwierig werden, im Pannenfall zu agieren. Eine Sache noch, wenn Undichtigkeiten am Achsmodulator vorhanden sein sollten, dann ist das oftmals auf den Federspeicher zurückzuführen. Das heißt, es ist eine innere Undichtigkeit vorhanden, sodass die Luft dann durch die Luftleitung am Achsmodulator austritt. Somit bitte erst die Federspeicher-Bremszylinder prüfen, bevor ihr einen teuren Achsmodulator kauft. Und dann noch ein letzter Tipp. Wie ihr gesehen habt, die Achsmutter haben wir wieder festgemacht. Wir sind auf der rechten Seite. Das bedeutet, hier ist ein Rechtsgewinde und auf der linken Seite ist ein Linksgewinde. Notiert euch das ist ganz wichtig, nicht, dass ihr die Achse kaputt macht. Falls ihr euch fragen solltet, wie wir die Teile für diese Achse ermittelt haben, hier in der Mitte befindet sich im Normalfall ein Achsschild. Der Achstyp muss im Herstellerprogramm eingegeben werden, um die Referenz zu ermitteln.
Diese Referenz kann dann bei uns im Partnerportal geschlüsselt werden. So erhaltet ihr den passenden Artikel für die Achse. Eine weitere Möglichkeit, die Teile zu ermitteln, ist über die Fahrgestellnummer. Diese findet ihr vorne am Auflieger. Ja, die rechte Seite haben wir schon fast fertig. Wir müssen jetzt bloß noch alle Schrauben und Muttern anziehen. Ganz wichtig, bitte zieht die Sache nach Herstellervorgaben an. Keine wilden Drehmomente raussuchen, sondern wirklich nach den Herstellervorgaben. Dann gucken wir uns die andere Seite an. Ganz wichtig bei solchen Sachen auch, wenn ihr die Bremsbeläge tauscht oder Bremsscheiben, das bitte achsweise zu machen, damit der Verschleiß gleich ist. Und als drittes, wenn ihr das alles gemacht habt, die Funktionsprüfung auf dem Bremsenprüfstand, damit auch alles wirklich funktioniert. Habe ich alles erwähnt? Du hast alles erwähnt. Besucht uns gerne im Premium-Shop oder in den sozialen Medien. Wir bauen jetzt noch die linke Seite auseinander und wieder zusammen, kontrollieren dann nochmal die Funktion und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!